Danny hat kein Gefühl, ey. Ja, das ist ein Bauer, der Typ. Mach mal einen Shuffle, Danny. Was? Guten Morgen zusammen. Hier haben wir heute eine kleine Fichtenreihe, 6 kleine Fichtelchen. Oh, mal schauen, Wichtelchen. Heute haben wir die X-Cut Kette drauf auf der Akkusaw. Ja, mal schauen, wie die sich schlägt. Haben wir eben mal frisch durchgefeilt, Kette war gebraucht. Ja. Aber wir wollen ja hier uns nicht nachsagen lassen. Jetzt mit frisch gefeilten Ketten zusammen. So, 20 Minuten um, die ersten 3 Bäume sind quasi schon Geschichte. Ich sage ja, es sind nur kleine Garten. Vom Prinzip her, wir könnten die alle umschmeißen, aber leider ist ja überall irgendwo eine Kleinigkeit im Weg. Seid auch nur ein kleiner Busch, dass das nicht geht. Ist ja natürlich ärgerlich, aber ist halt so. Ah. Und nochmal einen Zaun, also schön abklicken lassen. Dann fallen die anders hin. Jo, jo, jo. Ja, hier sehen wir, hier sind die Äste von den Kiefern im Weg. Die würden sich rausrollen und hier auf dem Dach landen von dem kleinen Hütchen da für die Kinder. Sandkasten, der da drunter ist. Also hier das auch nicht. Ja, irgendwas ist ja immer.
Das sind so Kleinigkeiten, die muss man halt auch bedenken dann, ne? Ja, und für so eine Garten muss man wirklich sagen, ist so eine Akkusäge ein sehr entspanntes Arbeiten. Kann man erstmal nicht meckern. Ja, so mal als Vorab-Fazit, weil ja auch schon in einigen Kommentaren kam. Ja, natürlich. So eine Akkusäge kommt nicht an den Benziner heran von der Kraft. Ja, wer das erzählt, der hat noch nie eine richtige Benziner in der Hand. Keine von denen. Keine. Und ich habe sie alle gehabt. Oh. Aber die haben schon ihre Bewandtnis. Und dazu kommen wir später. Oh.
So, bevor wieder einer meckert, ja, ich habe einen Helm auf, aber da hängt die Kamera dran. Ja, wir haben jetzt den 300er Akku mit der X-Cut-Kette und halte ich bis jetzt für die beste Kombination. Fehlen ist ja jetzt so schwer, aber ich muss sagen, ich gehe ja nun immer im Vergleich zu einer Benzinersäge aus. Dazu sage ich ja noch was, wenn wir das Endfazit haben. Aber grundsätzlich ist es für mich im Moment erstmal die schickste Kombination. Habt ihr gerade gesehen, ist relativ schnittfreudig, geht ganz gut. So, was haben wir gesehen? Ja, das ist wirklich gut. Das war jetzt natürlich schon ein ganz schön dickes Stückchen. Aber da sehen wir, da fehlt die Power. Wenn wir das jetzt mit einer Benziner vergleichen, dafür sind sie einfach noch nicht reif genug. So, round 2 in the Akku chainsaw test. My statement to Pellenc and Steel, you are seeing part 3. Ja, in Teil 3 werde ich auf Akku und Pellenc auch ein bisschen genauer eingehen. Heute habe ich ja schon mal so 2-3 Dinger durchgucken lassen. Ja, seid gespannt auf Teil 3. Hoffe, ihr bleibt dabei. Mach mal einen Shuffle, Danny. Was? Ein Shuffle. Ein Shuffle? Shuffle. Siehst du, Henny, der hat Gefühl. Flex dir gleich inne. Oh. Da penne ich gleich ein, wenn ich das höre. Oh.